Ich weiß nicht, wann er aus Frankreich zurückgekehrt. I don't know when he returned from France. Ich erinnere mich nicht, dass du 2 Jahre zu sehen, vor. I don't remember seeing you 2 years ago. Ich glaube nicht, es wird heute Nachmittag regnen. I don't think it will rain this afternoon. Ich verstehe nicht, was er von mir will. I don't understand what he wants me to do. Ich will nicht, irgendwo hinzugehen insbesondere. I don't want to go anywhere in particular. Ich will nicht außerhalb dieser Nachmittag zu gehen. I don't want to go outside this afternoon. Ich fühle mich wie heute Morgen einen Spaziergang. I feel like going for a walk this morning. Ich fühlte mich nach dem Schwimmen im Pool aktualisiert. I felt refreshed after a swim in the pool. Ich fand es schwierig, das Problem zu lösen. I found it difficult to solve the problem. Ich fand meinen Namen auf die Tafel geschrieben. I found my name written on the blackboard. Ich denke, wir gehen sollten, etwas zu essen zu bekommen. I guess we should go get something to eat. Ich habe das Gefühl, dass sie heute kommen wird. I have a feeling that she will come today. Ich habe eine Menge Dinge an diesem Morgen zu tun. I have a lot of things to do this morning. Ich habe eine Menge Arbeit bis heute. I have a lot of work to get through today. Ich habe zum Flughafen gewesen, ihn zu verabschieden. I have been to the airport to see him off. Ich habe auf der Station gewesen, sie zu verabschieden. I have been to the station to see her off. Ich habe auf der Station gewesen, um ihn zu verabschieden. I have been to the station to see him off. Ich habe Tom gekannt, seit ich ein kleiner Junge war. I have known Tom since I was a little boy. Ich habe mich versprochen, mehr Bücher zu lesen. I have promised myself to read more books. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du meinst. I haven't the faintest idea what you mean. Ich half ihr das Bild an die Wand hängen. I helped her hang the picture on the wall. Ich weiß, dass sie Probleme mit ihrer Mutter haben. I know that you have issues with your mom. Ich glaube, ich bin wirklich nicht gut auf Deutsch. I think I'm really not any good at German. Ich denke, es ist Zeit für mich, ein neues Auto zu kaufen. I think it's time for me to buy a new car. Ich denke, es ist Zeit für mich, einen Arzt zu rufen. I think it's time for me to call a doctor. Ich denke, es ist Zeit für mich, nennen es einen Tag.
I think it's time for me to call it a day. Ich denke, es ist Zeit für mich hier Schluss zu machen. I think it's time for me to call it quits. Ich denke, es ist Zeit für mich, einen neuen Job zu bekommen. I think it's time for me to get a new job. Ich denke, es ist Zeit, dieses Treffen aufzuwickeln. I think it's time to wind up this meeting. Ich denke, dass Tom und Marie sind heimlich geheiratet. I think Tom and Mary are secretly married. Ich denke, Sie sollten an die Zukunft denken. I think you should think about the future. Ich dachte, das Buch war schwer zu lesen. I thought that book was difficult to read. Ich möchte für ein paar Jahre in Amerika zu bleiben. I want to stay in America for a few years. Ich war das Haus zu verlassen, als Tom mich angerufen. I was leaving home when Tom telephoned me. Ich war sehr froh, ein Geschenk von ihr zu bekommen. I was very glad to get a present from her. Ich konnte nicht zu seiner Geburtstagsparty gehen. I wasn't able to go to his birthday party. Ich ging das Baseballspiel gestern zu sehen. I went to see the baseball game yesterday. Ich ging in einem Aufzug in den 5. Stock. I went up to the 5th floor in an elevator. Ich werde Ihnen so viel Geld leihen, wie Sie wollen. I will lend you as much money as you want. Ich wünschte, ich hätte den Rat des Arztes folgen. I wish I had followed the doctor's advice. Ich frage mich, warum sie ihn nicht davon erzählen hat. I wonder why she didn't tell him about it. Ich würde gerne Tennis spielen mit Ihnen eines Tages. I'd like to play tennis with you someday. Ich wette, dass Sie das falsch sind. I'll bet you that you're wrong about that. Ich werde sie anrufen, wenn sie zurückkommt. I'll have her call you when she gets back. Ich habe Angst, dass Sie haben, Überstunden zu leisten. I'm afraid that you have to work overtime. Ich werde Englisch an diesem Nachmittag zu studieren. I'm going to study English this afternoon. Ich freue mich auf deinen Vater zu sehen. I'm looking forward to seeing your father. Ich bin nicht zu machen Reden in der Öffentlichkeit verwendet. I'm not used to making speeches in public. Ich bin bereit, Ihnen zu helfen, wenn Sie wollen, dass ich zu. I'm willing to help you if you want me to. Ist dies der Schlüssel zu Ihrem Onkelsucht? Is this the key your uncle is looking for? Es ist einfacher, Kinder als Erwachsene zu unterrichten. It's easier to teach children than adults.
Es ist nicht leicht, eine Fremdsprache zu sprechen. It's not easy to speak a foreign language. Ich habe noch nie so etwas gesehen. I've never seen anything like this before. Darf ich ein Kissen und eine Decke haben, bitte? May I have a pillow and a blanket, please? Fehler wie diese sind leicht zu übersehen. Mistakes like these are easily overlooked. Meine Verbindung mit ihnen hielt nicht lange an. My association with them didn't last long. Mein Vater hat in seinem Leben nie krank gewesen. My father has never been sick in his life. Mein Vater wird ins Ausland gehen, nächste Woche zu gehen. My father is going to go abroad next week. Mein Großvater hat mir ein Geburtstagsgeschenk. My grandfather gave me a birthday present. Mein Onkel ist seit 10 Jahren in Paris lebte. My uncle has lived in Paris for 10 years.